Ich bin Beatrice, ich bin 43 Jahre alt, wohne in Frankfurt am Main. Ich bin geboren in São Paulo, Brasilien und mich begeistert Mode, seit ich klein bin. Irgendwann habe ich mir Gedanken gemacht, was ich kaufe und wie viel ich kaufe und warum Kleidung so wenig Geld kostet. Und dann entstand die Idee, nachhaltige Stilberaterin zu werden. Ich möchte vermitteln, bewusster mit Konsum umzugehen, trotzdem Spaß an der Mode noch zu haben und den eigenen Stil zu finden. Das ist mir sehr wichtig. Slow Fashion statt Fast Fashion. Wie funktioniert das? Kann sich nachhaltige Mode auch jeder leisten? Und schafft es Beatrice, ihre Kundschaft glücklich zu machen? Beatrice Monteiro de Brito hat sich vor kurzem in Frankfurt selbstständig gemacht und dafür ihren alten Beruf aufgegeben. Jetzt berät sie Fashion-Fans bei ihrer Kleiderwahl und gibt Tipps für umweltschonende und fair produzierte Mode, auch Slow Fashion genannt. Zum ersten Mal ist sie bei Katja Pereira. Am wichtigsten ist schon am Kleiderschrank anzufangen, damit ich sehe, wie der Kunde konsumiert. Dann sehe ich, was eigentlich schon alles da ist und wie sein Verhalten ist der Kleidung gegenüber. Ne? Hat er viel zu viel Kleidung oder hat er vielleicht sogar zu wenig? Beatrice hatte vorher mit Katja gechattet und telefoniert. Genau, du weißt ja, dass ich so viel abgenommen habe und dann dieses Konsumverhalten kreiert habe und einfach viel zu viel willkürlich gekauft habe und viele Dinge liegen einfach im Schrank und ich ziehe sie gar nicht an und ich würde halt gerne schauen, was kann man kombinieren. Und ich mag ja diesen sportlich schicken Look und auch mit diesen Blazer und habe jetzt 2 und bin immer noch total unsicher, weil ich das Gefühl habe, die sind viel zu groß oder passen nicht so wirklich. Also fangen wir mit dem Blazer an und wir gucken einfach mal, wie du dich dann da so fühlst und wie das dann ausschaut. Ich habe das Gefühl, der ist zu groß. Ich finde, der sitzt super, weil das ist auch der Schnitt, ne? Das ist halt ein bisschen weiter. Und wie würdest du das jetzt kombinieren? Zum Beispiel so, wie du gerade jetzt angezogen bist. Ja, okay. So, dann zieh mal den auch mal an, bitte. Genau, also den trage ich meistens, wenn ich irgendwelche Termine habe, Meetings. Ja, der ist auch ein bisschen zu klein, finde ich, für dich. Also hat und auch zu kurz. Der hat eine eher unvorteilhafte, dreh dich mal kurz um, Länge. Okay. Ja, das hört er genau in der Mitte vom Popo. Und das soll nicht sein bei Blazern? Das ist ja halt bei kurvigen Frauen, bei Kurven, immer vorteilhaft, wenn die Kurven gezeigt werden oder es abgedeckt ist. Also wenn es ein bisschen länger ist, so wie der. Oder wenn die Jacke kürzer ist. Ganz kurz. Weil es dann auch schön die Kurven zeigt. Okay, also nicht gut, ausmisten. Würde ich machen. Okay. Ja. Es ist wirklich sehr oft einfach die Menge. Also die Kleiderschränke sind so voll und oft so voll gestopft. Ne? Also so, dass viele nicht mal sehen, was wirklich drin ist. Manchmal ist es sogar besser, wenn man alles rausholt, tatsächlich, aus dem Schrank, um einfach auch den Berg zu sehen, dass man einen Kleiderberg aussieht. Ne? Ehrlich gesagt weiß ich schon gar nicht mehr, welche Hose das ist. Okay. Die habe ich wahrscheinlich in meinem Leben einmal angehabt. Ja, sollen wir die aussortieren? Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich sie nicht anziehe, würde ich sagen, sie kommt einfach weg. Genau. Weg. Nur das, was Katja wirklich noch gefällt und gut passt, bleibt. Ja, wie ist denn das eigentlich mit dieser Bluse? Ziehst du die auch mal beim Ausgehen an, oder? Genau, also diese Bluse, ich finde die halt mega romantisch und süß und ich ziehe sie sehr oft zum Ausgehen an. Allerdings habe ich das Gefühl, es wirkt so langweilig, weil es halt, sie ist zwar romantisch, aber irgendwie ist es nur eine Bluse und ich würde die gern mal versuchen zu kombinieren, irgendwie das dann nochmal so aufzupeppen. Ja, dass es so das Eyecatcher wird, aber auch im Spiel. Und zwar, wir nehmen jetzt mal hier die Jacke. Die Lederjacke? Ja. Echt? Die ziehen wir mal dazu. Aber das ist doch schick und romantisch. Willst du das echt? Wir probieren es mal. Okay. Ich glaube,
glaube, das sieht ganz cool aus zusammen. Auch cool, die Bluse guckt dann hier ein bisschen raus. Stimmt. Das ist auch ein cooles Detail beim Outfit. Alle neuen Kombis fotografiert Beatrice für Katja. Ich glaube, wir sind ganz gut vorangekommen, haben ein bisschen was aussortiert. Und jetzt haben wir auch festgestellt, dass da ein paar Sachen fehlen. Also wir wollen den grauen Blazer mal ersetzen durch einen anderen. Ja, einen schickeren. Und schauen, ob wir eine passende Jeans finden. Beatrice hat als Flugbegleiterin gearbeitet, später im Bodenpersonal. Dann kam die Corona-Krise und die Fluggesellschaft machte ihren MitarbeiterInnen ein Angebot, das Unternehmen zu verlassen. Mein Job bei den Airlines hat mir auch Spaß gemacht, aber auch so wirklich das Richtige war es auch nicht. Und ich hatte es schon sehr lange im Hinterkopf, wirklich als Zielberaterin zu arbeiten, und zwar Vollzeit und nicht nur ein bisschen nebenbei. Und dann kam diese Möglichkeit für mich. Und dann habe ich gar nicht lange drüber nachgedacht. Mir war ganz klar, ich mache das. Endlich kann ich einfach auch etwas machen, was mir richtig, richtig Spaß macht. Also wo ich das Gefühl habe, ich tue auch was für andere, ich tue aber auch was für mich. Ja, ich tue was auch wirklich mir so am Herzen liegt. Ihre Leidenschaft für Mode brachte ihr aber auch Probleme. Schon als Jugendliche ging sie regelmäßig shoppen. Und als sie ihr eigenes Geld verdiente, lebte sie bald über ihre Verhältnisse. Ich habe einfach wirklich teure Klamotten gekauft und habe dann sozusagen meine Kreditkarten hier benutzt und Schulden gemacht. Also da bin ich ganz ehrlich. Und habe dann darüber gar nicht nachgedacht, was es auch finanziell dass es zu einer Katastrophe führen kann. Und ja, auch die Kaufsucht ist vielleicht gar nicht so weit weg, ne? Ich war schon ein bisschen auf dem Weg dahin. Also so dieses, dass man jede Woche das Gefühl hat, oh, ich brauche was Neues, ne? So, das ist eine Art Sucht irgendwie. Das mit der Nachhaltigkeit kam dann halt eben, als ich mich mit meinem Konsumverhalten beschäftigt habe. Und wie die Modeindustrie funktioniert, ne? Also gerade was Fast Fashion betrifft, als ich das so ein bisschen mitbekommen habe, wie viel produziert wird und wo und wie billig das produziert wird. Also es ging um die Materialien und natürlich auch die Arbeitsbedingungen. Und da war es mir klar, wenn ich eine Beratung mache, geht es auch darum, dass ich den Leuten helfe, ihr Konsumverhalten auch zu verändern. Beatrice will Katja in 2 Läden begleiten und sie bei ihrer Auswahl beraten. Vorher schickt sie ihr ein paar Vorschläge für Blazer und andere Outfits nachhaltiger Labels. Nicht nur zum Arbeiten sitzt sie gerne in Cafés. Im Hedwig-Kaffeehaus gefällt ihr besonders die Vintage-Einrichtung. Sie liebt Vintage, auch in der Mode. Auf Instagram entdeckt sie den Account von Jana Bucher. Jana verkauft nur Vintage. Sie hat keinen Laden, sondern fotografiert oder filmt die Outfits und präsentiert sie auf Social Media. Beatrice will sie unbedingt kennenlernen. Unter Vintage-Mode versteht man Kleidung, die mindestens 20 Jahre alt ist. Was jünger ist, gilt als Second-Hand. Beatrice ist angetan von der Qualität. Jana findet ihre Sachen bei Haushaltsauflösungen, auf Flohmärkten und Internetplattformen. Ich bin manchmal auch überrascht, was die Leute dort abgeben. Und das sind Teile, die sind teilweise nie getragen worden. Und offensichtlich gibt es immer noch sehr viele Menschen, die sehr viel kaufen und es nicht tragen und dann irgendwann abgeben.
Ich habe eine große Schwäche für so 80er. Ich auch. Mode. Wobei auch 60er, 70er finde ich super interessant. Also 70er im Vergleich wäre jetzt zum Beispiel dieses Teil. Das ist ein bisschen figurbetonter. Auch finde ich die Ärmel, ne? Ja, die sind so diese so Trompetenärmel. Typisch. Natürlich 70er. Das Muster. Da sieht man das auch ganz gut mit der Länge, ne? Weil das auch kürzer ist. Sehr kurz ist. Ja, ist ziemlich kurz. Im Vergleich ist das eher so ein Kleid, typisch aus den 80ern. Also viel Volumen, Schulterpolster wieder, genau. Diese Raffungen. Es ist auch von der Länge her länger. Der ist natürlich der Knaller. Der ist richtig cool. Der peppt jedes Outfit auf. Ja. Und das ist auch so vom Material, das ist Wolle mit Seide. Das ist einfach... Ah, ja, das ist mit Seide, ne? Mhm. Die Qualität ist eine ganz andere. Die Materialien sind noch ganz anders. Also das ist alles viel hochwertiger als das, was man heute so, vor allem im Fast-Fashion-Bereich, findet. Das war früher einfach nicht so. Also man hat einfach nicht so... Ja, diese Massenproduktion gab es ja noch nicht. Ja. Na? Da wurde viel weniger produziert und dadurch haben sie einfach auch mehr auf die Stoffe geachtet, dass die Stoffe hochwertiger sind. Na, durch die Massenproduktion, das ist ja immer billiger dann geworden, ne, mit der Zeit. Neue Mode muss ja noch produziert werden und dann wird sie auch in Mengen produziert. Und Vintage, Secondhand, das ist ja alles ja schon da, es ist alles schon vorhanden. Und das ist ja die Nachhaltigkeit am Ende. Beatrice ist großer Blazer-Fan. Jana hat Modelle aus den 80ern für sie. Die mit den großen Schultern. Bis vor wenigen Jahren hat Jana Filialen verschiedener Modemarken geleitet, bis sie entschied, auszusteigen. Ich konnte das nicht mehr vertreten, immer mehr verkaufen zu müssen, immer mehr Umsatz meinem Team zu sagen, du musst noch mehr verkaufen, noch mehr. Diese Massenproduktion ja dann irgendwie indirekt mit unterstützt in dem Moment. Und jedes Teil kommt in Plastik verpackt an und ich konnte da einfach nicht mehr dahinter stehen. Und habe dann entschieden zu zeigen, man kann auch Trends mitmachen, wenn man das möchte. Man muss dafür aber nichts Neues kaufen, sondern alles war schon mal da oder anders kombiniert sieht man auch mit alten Teilen modern aus. Am nächsten Tag wartet Beatrice vor dem Frankfurter Glory auf Katja. Glory steht für Globally Responsible Fashion. Sie wollen nach einem Blazer und einer dazu passenden Jeans schauen. Hi! Mal kurz zurück. Schön, dich zu sehen. Freust du dich? Ja, ich bin aufgeregt. Ich war noch nie hier. Ich hoffe, dass ich ja, genau, für dich ist es alles neu. Genau. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja, würde ich sagen, oder? Aus der Kleidung gibt es auch Schuhe, Rucksäcke und Bademode, fast komplett aus ökologisch produzierten Naturfasern und recycelten Materialien. Was ist das jetzt hier genau? Der ist aus Tencel hergestellt. Genau. Man sagt quasi, das ist die vegane Seide. Also es fühlt sich an wie Seide, es fällt wie Seide, aber es wird aus Eukalyptusfasern hergestellt. Oh, okay. Ja, dann probiere ich den da gerne an. Würde es auch noch mal in dunkelblau geben. Okay. Was oft gemacht wird in der konventionellen Mode, dass einfach noch irgendwie ein Anteil Polyester beigemischt wird, damit die Faser langlebiger ist, damit irgendwie die Farbe länger drin bleibt, damit ich es einfach bei 60 Grad in die Waschmaschine schmeißen kann. Was auf den ersten Blick gut ist, aber letztendlich für die Umwelt macht keinen Sinn und ist nicht gut. Christian führt den Laden mit Kaspar Priesemann und hat früh mit nachhaltiger Mode zu tun gehabt. Sein Vater war der Gründer von Hess Natur, einem Versandhaus für Naturtextilien. Kaspar kennt er schon seit der Schulzeit. Beim Bier in der gemeinsamen WG entstand die Idee, ein Geschäft für nachhaltige Mode aufzumachen. Ich
bin in die Schule gegangen mit Bio-Kleidung, Bio-Baumwolle und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so der blöde Bio-Hippie irgendwie. Aber mittlerweile mache ich das aus tiefster Überzeugung. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe auf jeden Fall früher viel Fast Fashion getragen. Bei mir hat sich das Bewusstsein erst so aufgebaut. Mir war es eben total wichtig, über den Laden die Lieferketten zu stärken, die Lieferketten zu ändern, so einen anderen Konsum, eine andere Art des Wirtschaftens zu ermöglichen. Weil wir, denke ich, beide vielleicht aus anderen Blickpunkten aus, aber so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber versuchen wollen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. So, zeig mal hinten. Ja. Ja, die Länge ist nicht so adäquat. Nicht so optimal für dich. Also ich finde, dass er einfach zu gerade ist. Vielleicht finden wir noch einen Blazer, der irgendwie ein bisschen die Ja, also Taille das finde ich noch okay, weil es ist ja weit geschnitten. Ja. Aber die Länge ist nicht so optimal. Ja. Ja, ich würde auch sagen, nein. Wir können ja hier noch mal schauen. Mal gucken. Auch, dass es aussieht mit den Ärmeln. Gefällt dir sowas? Das gefällt mir, ja. Kann man ja mal rausholen. Ja. Genau, das ist eine kleine Marke aus Hamburg, die in Portugal produziert. Das ist Bio-Baumwolle. Und das kann man dann immer hier, bei jedem Kleidungsstück kannst du hier drinnen sehen, aus was für Material es hergestellt ist und wo es produziert wurde. Ja. Noch genauer sind Siegel, die die Nachhaltigkeit nachweisen. Zum Beispiel GOTS. Die Abkürzung steht für Global Organic Textile Standard und zertifiziert Kleidung, die mindestens zu 70% aus biologisch erzeugten Naturfasern besteht. Die Fairwear Foundation will vor allem die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken verbessern und kontrolliert zum Beispiel, ob faire Löhne bezahlt werden. Kaspar arbeitet noch als Politikwissenschaftler in der Entwicklungszusammenarbeit. Er hat sich intensiv mit der Bekleidungsindustrie befasst. Vor allem in Asien wird heute produziert. In Bangladesch zum Beispiel 80% etwa der Personen, die im Textilsektor arbeiten, sind Frauen. Die verdienen im Schnitt weniger als $4 pro Tag und arbeiten eben in sehr schwierigen Bedingungen. Also viele schließen zum Beispiel Verträge ab über mehrere Jahre, während sie noch sehr jung sind, zum Beispiel auch erst 14, 15 Jahre. Also 12-Stunden-Schichten sind da Normalität. Du darfst keine Gewerkschaft gründen, obwohl es ihnen rechtlich zusteht. Und das sind Arbeitsbedingungen, die bei uns zum Teil schon über 50 Jahre verboten sind. Also, und das ist wirklich... Und wir, oder was heißt wir jetzt nicht mehr, aber ein Großteil der Menschen in Deutschland kauft diese Kleidung trotzdem, weil sie das T-Shirt für 2 € haben wollen. Also jeder Kauf trifft eine Entscheidung, was für Produktionsbedingungen man unterstützen will. Das gilt gerade auch für Jeans. Konventionelle werden mit viel Chemie, teils hochgiftigen Substanzen hergestellt. Das belastet die Menschen in den Fabriken und auch die Gewässer. Bei nachhaltigen Jeans geht es zwar auch nicht ganz ohne Chemie, aber es wird auf Haut- und Umweltverträglichkeit geachtet. Es gibt zum Beispiel hier Nudie Jeans, das ist ein schwedisches Label. Und die stellen Jeans komplett aus Bio-Baumwolle her, komplett ohne Elastan, nur aus Baumwolle. Und Nudie Jeans bietet eine kostenlose, lebenslange Reparatur an für die Hose. Das heißt, wenn die Hose irgendwann, wenn man viel Fahrrad fährt oder sowas, man kennt es, dann ist die im Schritt irgendwie durch nach 1, 2 Jahren. Dann kann man die Jeans zu uns in den Laden bringen und die wird kostenlos repariert. Das ist eine Herangehensweise. Dann gibt es noch eine andere Herangehensweise, zum Beispiel aus recycelter Baumwolle eine Jeans herzustellen. Das sind dann alte Jeansfasern, die werden aufgetrennt, da wird dann eine neue Jeans draus hergestellt. Das kann man dann auch sehen, wenn man hier im Detail mal hinschaut. Man sieht sieht aus wie so ein bisschen meliert. Katja probiert ein paar Modelle an. Das ist dann zu sehr. Du sollst es auch merken, das drückt dann auch vielleicht auch ein bisschen. Aber alle sitzen nicht so recht. Ja. Naja, wir haben leider keine passende Jeans gefunden. Aber ich denke, vielleicht werden wir woanders noch fündig. Es war aber ganz schön auch mal zu sehen, dass man auch anders einkaufen kann
also bedacht einkaufen gehen kann und auch jetzt zu hören, wie mit den Labels oder auf was man achten sollte. Also ich glaube, ich werde jetzt, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, vielleicht mehr darauf achten, was kaufe ich da eigentlich und was ist das eigentlich für ein Stoff oder wo wird es überhaupt produziert. Ja, ich glaube, das ist einfach auch so ein innerliches, gutes Gefühl, was man dann dazu noch bekommt, dass man sich mit Nachhaltigkeit überhaupt dann beschäftigt und dass man was für die Umwelt tut. Und ich glaube, da fühlt man sich auch einfach besser, ne? Verantwortungsvoller. Beatrice arbeitet nicht nur als Stilberaterin. Sie ist auch DJ und legt regelmäßig in Frankfurter Clubs auf. Von klein auf hat sie immer beides begleitet: Musik und Mode. Meine Mutter war auch sehr modebewusst und die hat dann natürlich gerne mir dann die schönen Kleider angezogen, ne? Und ich habe mich natürlich wohlgefühlt, aber ich habe viel von meiner Mutter so abgeguckt. Als ich nach Deutschland kam und hier eine Weile schon war, da fing ich an, irgendwann auf Flohmärkten zu gehen in Frankfurt. Und da habe ich auch Stände entdeckt, die auch so 60er, 70er, 80er Jahre Klamotten, original, auch wirklich Vintage-Klamotten verkauft haben. Und da bin ich halt regelmäßig hingegangen, jede Woche, also jedes Wochenende, weil ich so begeistert war von dieser Mode. Seit fast 30 Jahren lebt Beatrice in Frankfurt. Sie war als Kind mit der Familie aus Brasilien gekommen. Ihre Mutter ist Deutsche, der Vater Brasilianer. Regelmäßig fliegt sie nach Sao Paulo, um dort Urlaub zu machen. Mit ihrem Bruder begann sie auf einer Feier Musik aufzulegen. Sie hatten CDs mitgenommen und das kam super an. Irgendwie hat es halt so Spaß gemacht und dann haben wir überlegt, ja, wir könnten vielleicht auch mal probieren, irgendeine Bar aufzulegen und einen Club. Dann haben wir Leute kennengelernt und rumgefragt und so konnten wir schon starten mit dem Auflegen. Erstmal zu dritt. Wir waren 3 Personen, ja. 3 DJs. Inzwischen hat sie sich als DJ Beatrice in der Frankfurter Clubszene einen Namen gemacht und legt auch alleine auf. Jetzt ist sie glücklich, auch ihre zweite Leidenschaft zum Beruf zu machen. Musik und Mode, das ist Kreativität. Und ich liebe es, weil Musik auch so detailreich ist. Und Mode ist ja auch so detailreich. Es ist so faszinierend, was Musik mit einem macht. Und ich glaube, das ist auch dieser Ausdruck, ne, der Persönlichkeit. Also du drückst mit Mode auch deine Persönlichkeit aus. Und das eine ist visuell, das andere ist akustisch. Und irgendwie, keine Ahnung, es ist so eine schöne Verbindung. Ich fahre kein Auto, ich fahre immer mit der Bahn oder ich bin zu Fuß viel unterwegs. Ansonsten achte ich schon auch, wo ich einkaufe, also auch Lebensmittel und so weiter. Versuche dann auch immer meine Tüten mitzunehmen, um nicht viel Verpackung irgendwie mit nach Hause zu nehmen. Insgesamt versuche ich bewusster auch mit meiner Umwelt einfach umzugehen. Und hat schon auch was mit mir gemacht. Insgesamt, ja. Beatrice muss viel tun für den Aufbau ihrer Selbstständigkeit. Dazu gehört, ihr Netzwerk zu erweitern, Kontakte zu knüpfen. In Kassel ist sie zu einem Fotoshooting eingeladen. Von der Modedesignerin Sophia Schneider-Esleben. Sie hat vor einigen Jahren ein nachhaltiges Label gegründet. Ihre Besonderheit: Printmotive aus Zeichnungen und Aquarellen ihres Großvaters. Er war einer der bekanntesten Architekten der Nachkriegszeit.
freue mich, dass du mich besuchen kommst. Ja, ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt. Ja, das ist jetzt unser Mood-Dreh mit den Aquarellen von meinem Großvater. Das ist das erste Outfit. Das ist das erste Outfit, was wir heute gemacht haben, ja. Cool. Ja, ich meine, das Kleid finde ich voll cool, auch vom Design. Danke. Das sind, genau, das sind die Friedenstauben von meinem Großvater. Die hat er gezeichnet. Also mein Großvater, Paul Schneider-Esleben, der hat auf seinen ganzen Reisen sehr viel gemalt und aquarelliert. Ja. Und 2019 habe ich dann angefangen mit seinen Kunstwerken, dass ich die digitalisiere und für meine Kollektion umsetze. Für ihre Schwarz-Weiß-Kollektion hat Sophia auch ein Motiv verwendet, das vielen bei genauerem Hinsehen bekannt vorkommen müsste. Ja, dieses Muster hier, das ist echt cool. Kannst du mal was darüber erzählen? Ja, das ist ein QR-Code, den ich als sehr großen Blockprint präsentiere, damit es ein Statement-Piece hat. Und hier ist nochmal der QR-Code, der zeigt auf meine Website, wo ich die Produzenten als transparentes Unternehmen präsentiere. Vom Anbau der Rohstoffe über das Bedrucken der Textilien bis zum genähten Kleidungsstück. Jeden Schritt ihrer Lieferkette möchte Sophia nachvollziehbar machen. Im Atelier zeigt sie die Aquarelle ihres Großvaters. Dieses von San Gimignano, einer Kleinstadt in Italien, war Vorlage für ihre Sommerkollektion. Und auch das Bild einer Küste in der Provence. Das ist ja auch eine Form der Nachhaltigkeit, die Familiengeschichte weiterzuführen. Ja. Und das ist auch das Motiv, was ich zum Beispiel dann hier für das T-Shirt genutzt habe. Am Computer entstehen die Entwürfe für ihre Kleidungsstücke. Ihre Stoffe lässt sie in Deutschland und Polen weben und stricken und mit trinkbaren Biofarben bedrucken. In der herkömmlichen Modeindustrie wird da sehr viel Chemie eingesetzt. Also im Baumwollanbau als auch in der Färberei. Es wird bei mir nicht umgesetzt. Ich habe nur Bio-Baumwolle, also Biomaterialien, die regenbewässert werden, die nachhaltig hergestellt werden. Sowie die ganzen Zusätze wie Knöpfe, die sind aus Steinnuss. Also da weder tierisch noch synthetisch. Und die Knöpfe kommen von einer Firma aus Frankfurt am Main. Aus Kunst nachhaltige Mode machen. Dieser Print wurde inspiriert durch ein berühmtes Plattencover. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Der Trans-Europa-Express der Gruppe Kraftwerk. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Hause. Sophias Onkel war einer der Gründer der Band. Das Motiv für das Stoffmuster entwarf Emil Schuld, der audiovisuelle Künstler von Kraftwerk. Beatrice, die auf Mode und elektronische Musik steht, ist hin und weg. Ja, das ist ja... Das, was man an nachhaltiger Mode sieht, ist oft, finde ich, sehr ähnlich vom Stil. Und ich finde, Sophia macht halt wirklich mal so einen anderen Style, auch gerade mit diesen sehr besonderen Prints. Ne? Und ich finde es auch gut, wo sie produziert und dass ich auch als Konsument auch nachlesen kann, wo es genau produziert wurde, wie die Schritte alle sind, dass ich im Detail einfach erfahren kann, wie die Produktion abgelaufen ist von der Kleidung. Und da lege ich sehr viel Wert drauf. Zurück in Frankfurt. In der Nähe des Hauptbahnhofs liegt das Atelier von Frischbeutel. Lisa Frisch hat das Label mitgegründet. Sie hatte schon während ihres Modedesign-Studiums mit Leder experimentiert.
Für mich ist es eigentlich ein Upcycling-Produkt, wie man es heute sagen würde, weil Leder ist die Haut, die wirklich aus der Fleischindustrie die Abfälle entstehen und dann wird es eben durch die Gerbung abgecycelt zu einem Produkt, das man verwenden kann, das haltbar gemacht wird und sonst würden die heute teilweise weggeworfen oder verbrannt werden. Also deswegen ist es eigentlich für mich ein super Naturmaterial und im Gegensatz noch zu vielen veganen Alternativen, bei denen Kunstlederanteile existieren, die nicht biologisch abbaubar sind. Deswegen ist das alles auch nicht so schwarz und weiß zu sehen. Und wir sind einfach überzeugt von diesem Material, vom Leder, weil es einfach auch so widerstandsfähig und langlebig ist, dass man die Taschen einfach jahrelang tragen kann. Für ihre Taschen beziehen sie vorwiegend zertifiziertes Leder von deutschen Händlern, mit denen sie im regen Austausch sind. Denn die Lederbranche ist in Verruf geraten. Bei der Herstellung in Asien und Lateinamerika werden oft hochgiftige Chemikalien freigesetzt. In Europa gibt es dagegen strenge Auflagen und auch Zertifizierungen. Das zertifizierte Leder garantiert uns eben, dass der ganze Lebensweg des Leders betrachtet wird. Von der Herstellung, die umweltschonend und emissionsarm erfolgt, bis zum Produkt, das umweltschonend ist. Und auch die Entsorgung wird sogar mit einbezogen. Das finden wir auch sehr gut, dass es dann eben auch biologisch abbaubar ist. Bereits nach 14 Tagen zersetzt sich das Leder dann unter der Erde. Und wissen auch, dass die Tiere alle aus Europa und vorwiegend aus Süddeutschland stammen. Von daher sind unsere Leder absolut unbedenklich und das wird auch noch durch die Zertifizierung belegt. Stolz sind die Frauen auch auf ihr Team. Alles haben sie selbst und ohne finanzielle Unterstützung aufgebaut. Inzwischen sind sie zu dritt. Sie verkaufen über ihren Online-Shop. Man kann aber auch nach Anmeldung im Atelier vorbeikommen. Katja hat eine Handtasche im Internet entdeckt. Katharina Pfaff zeigt ihr die verschiedenen Varianten. Die braune gefällt Katja am besten. Wir gehen jetzt nicht nach irgendeinem Trend, der jetzt mal eine Saison gerade gültig ist oder und gehen dann da unbedingt nach, sondern schauen, dass es einem auch lange gefällt, dass man es zu ganz vielen Outfits kombinieren kann. Und das ist ja auch ein ganz großer nachhaltiger Punkt. Nachhaltig ist es auch, wenn die Produktionsstätte quasi um die Ecke liegt. Frischbeutel lässt die meisten Taschen in Offenbach fertigen. Ihre neueste Kollektion, Handtaschen aus veganem Leder, aus Trester, den Resten der Apfelsaftindustrie. Apfelschalen, die beim Pressen übrig bleiben, werden zu Pulver gemahlen und auf einen Trägerstoff aufgetragen. Als sie ihr Label gründeten, wollten die beiden Freundinnen Lisa Frisch und Katharina Pfaff ganz bewusst nicht auf Masse gehen, sondern hochwertige, langlebige Taschen in kleinen Stückzahlen produzieren. Da lag es für uns nahe, dass wir uns hier umschauen nach einem kleinen Betrieb. Und leider sind viele schon ins Ausland abgewandert vor vielen Jahren. Also die blühende Lederindustrie, die hier herrschte, einst in Offenbach, die ist leider ein bisschen abgeebbt und wir wollen dem ganz entgegenwirken. Und wir haben dann glücklicherweise einen ganz tollen Familienbetrieb hier gefunden und es war dann einfach eine richtig gute Fügung für uns, ja. Ihre Apfelledertaschen kommen bei der Kundschaft gut an. Und Lisa und Katharina wollen weiter forschen, welche alternativen Ledermaterialien sich für die Taschenproduktion noch eignen. Es gibt auch Kaktus- und Ananasleder. Also der Markt boomt gerade und da gibt es viele kleine Start-ups, die sich jetzt auch intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Und es wird in Zukunft sicher noch viel mehr Auswahl geben. Zurück im Atelier. Katja überlegt noch, ob sie die braune Tasche nimmt. Aber die Nachhaltigkeit hat ihren Preis. Über 170 € soll sie kosten. Aber eben auch zu Jeans, zu dunkelblau. Sie gefällt mir sehr gut. Ja, nehmen würde ich sie wahrscheinlich jetzt noch nicht aus finanziellen Gründen. Aber ich behalte es mir im Hinterkopf und werde es wahrscheinlich, wenn mal wieder ein Bonus kommt oder so, herschwingen und sie kaufen. Ich finde sie nicht zu teuer, weil ich weiß jetzt mittlerweile, wie die produziert wird. Ich weiß, was es für ein Material ist. Da steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Deswegen finde ich das total fair. Es geht dann eher um die privaten finanziellen Gründe, ne? Dass man dann sagt, okay, jetzt gerade geht's nicht. Aber ich komme definitiv noch mal wieder. Wieder in Offenbach.
Beatrice ist auf dem Weg zu Passepartout, einer Maßschneiderei mit Shop und Nähschule. Das Reich von Eva-Lotte Dronka und Clara Maldener. Beatrice hat die aussortierten Jeans von Katja mitgebracht. Gebrauchte Kleidung spendet sie auch oft an soziale Organisationen. Von einer Kundin 3 Jeanshosen. Ich weiß ja nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Ja, also wir können die auf jeden Fall verwenden, um dann andere Jeans wieder damit zu flicken. Ach, dafür cool. benutzen wir. Ja, siehst du? Ja, das ist doch super. Dann habt ihr ja 3. Dann danke an deine Kundin. Ja, gerne, ich sag's ihr. Beatrice ist eigentlich gekommen, um sich ein Kleid umändern zu lassen. Genau, ich wollte das als Oberteil, also, weil das, finde ich, es passt halt auch nicht. Ja. Ich fände das als Oberteil ganz cool. Ja. Dann markieren wir doch gerade schon mal, bis wohin du es ungefähr gerne hättest. Aus alter Kleidung was Neues machen. Auch das ist nachhaltig. Clara hat Maßschneiderei gelernt, zusammen mit Eva-Lotte. Nach der Ausbildung hatten die beiden Glück, eine Schneiderei in Offenbach übernehmen zu können. Für ihre Kollektion verwenden sie vor allem Deadstock-Material. Stoffe, die ursprünglich für andere Kollektionen produziert wurden, aber dann übrig geblieben sind. Clara zeigt Beatrice, was sie gerade neu geschneidert haben. Also wir arbeiten entweder mit GOTS-zertifizierten Biostoffen oder Deadstock-Material, was wir von anderen Händlern abkaufen, also von anderen Designern oder Theaterproduktionen. Solchen Sachen kaufen wir dann die Reststoffe auf und verwenden die nochmal. Cool. Damit das alles im Kreislauf erhalten bleibt und nichts auf dem Müll landet, was extra produziert wurde. Das ist jetzt auch ein Deadstock-Stoff. Der hat halt auch so ein bisschen so eine tolle Struktur, ne? Ja, mega. Das ist dann auch so. Fühlt sich auch voll Im gut Sommer an. Ja. So als Set. Das auch. Ungefähr 230 Millionen unverkaufte Textilien landen in Deutschland pro Jahr auf dem Müll oder als Billigware im Ausland. Und nur ein kleiner Teil der Altkleider kann wiederverwendet oder recycelt werden. Clara und Eva-Lotte versuchen deshalb, ressourcenschonend zu produzieren. Sie nähen Musterteile, die sie in ihrem Ladengeschäft und im Internet ausstellen. Erst auf Nachfrage produzieren sie. Lieblingsteile und Basics, die man immer wieder miteinander kombinieren kann. Dafür machen wir zum Beispiel dann Sachen, die man wickelt oder bindet oder wendet, die man quasi auf mehrere Arten tragen kann. Oder wie dieses Top mit dem, was man als Polunder oder als einfaches Oberteil tragen kann. Aber im Prinzip konzentrieren wir uns halt auf eine schlichte, auch moderne oder klassische Garderobe. Also man kann natürlich nicht von allen Leuten erwarten, dass sie sich jetzt einen super teuren, minimalistischen, nachhaltigen Kleiderschrank leisten, der perfekt durchgestylt ist. Klar können sich das Leute nicht leisten. Die meisten Leute können sich das nicht leisten. Aber man kann sich auf jeden Fall leisten, weniger zu kaufen. Und man kann sich auf jeden Fall leisten, Secondhand zu kaufen. Eine Möglichkeit ist auch Upcycling. Zum Beispiel aus Bettwäsche, original aus den 70ern. Clara ist selbst erstaunt, was sie daraus alles machen können. Da bin ich gerade ein Riesenfan davon, von so Wattestepperei, dass man diese Muster nicht nur verwendet, sondern noch so mit Watte hinterlegt und mit so einer Naht betont. Ah, okay. Jedes Reststück wird wiederverwendet, für Hüte oder auch Haarbänder. Kommt dann einmal von hinten um den Kopf, wird vorne 2-mal gedreht und dann so nach hinten gebunden. Ja. Das mag ich an mir persönlich auch total gerne. Ja. Und für die allerkleinsten Stoffreste, die wir verwenden können, machen wir dann Scrunchies. Also einfach diese, ich glaube, ich habe auch eins drin. Ich finde das super. Also mir gefällt es einfach, die Tatsache, dass man so aus alten Stoffen auch irgendwas Neues, Cooles machen kann. Auch gerade das mit dieser Bettwäsche. Das finde ich echt super interessant. Letzte Etappe für Beatrice Kundin. In Frankfurt-Bornheim geht es für Katja zum ersten Mal zum Second-Hand-Laden. Ich bin einfach
allgemein gespannt auf den Secondhand-Laden. Ja, wir schauen mal, was wir hier finden. Okay, freuen uns. Vielleicht finden Sie ja im Wiesen-Vintage den ersehnten Blazer. Stella Habus verkauft hier nicht nur Klamotten, sondern auch Schuhe, alte Möbel, Schmuck und andere Accessoires. Wow. Viele Eindrücke. Ja, gell? Und viele Blazer. Ja, ich hatte dir schon mal so 3 Blazer vorsortiert. Genau, das sind auch so 3 vom Style so ganz unterschiedlich. Genau, also der ist zu klein. Ja. Ich hätte vielleicht eine Alternative. Ja. Könnt ihr euch mal runterholen? Ein Herrenblazer. Heutzutage auch was für Frauen. Oversize. Mal grad gucken. Mittlerweile wird oft so alles Oversize getragen. Es ist eher die Frage, wie du dich fühlst. Nicht gut. Als nächstes ein Smoking Blazer. Das ist halt sehr schick. Ja, mal hier. Ja. Oh. Ja. Gar nicht so Der schlecht. ist halt eher gerade. Ja. Den würde ich auch offen tragen. Ja. Und die Ärmel sind auch gut, weil die sind halt nicht so super eng. Da hast du hier Platz. Und es ist auch dann angenehm. Die Schultern sind auch super. Ja, der sieht toll aus, ja. tragen möchtest. Ne? Können wir mal gucken. Kannst du mal rein? 25. Oh. Was hätte er neu gekostet? So, ist 100% Wolle. Ah ja. Ja, dementsprechend, ich würde mal sagen, für so einen 100% Wollbläser in einem guten Kaufhaus zahlt man mal mindestens 200 €. Ja. Neu. Und dann entdeckt Katja zufällig einen in ihrer Lieblingsfarbe. Ah ja, okay. Wie findest du den? Wow. Ist der gut? Cool. Ich muss mich mal im Spiegel betrachten. Ja, gehen wir mal gucken. Aber der sitzt auch sehr gut. Gehen wir mal zum Spiegel. Ja. Cool. Ja, ich und Ja, meine du roten strahlst. Bläser. Du strahlst ja auch so richtig. Ja, der ist voll schön. Der gefällt dir voll Der gut. gefällt mir richtig gut. Ich würde vielleicht ein anderes Oberteil anziehen, aber Ja. auch so, wie du gerade angezogen Mit bist. der Hose, ne? Ja, und das die, ist wieder die so ein Schuhe. Bruch. Und ja. Da würde das Morel-T-Shirt super zu passen, glaube ich. Was denn für ein T-Shirt? Sag mal das T-Shirt. Also genau zu dem Outfit, auch mit den Vans, finde ich das mega schön. Cool. Es hat was, ne? Und auch das Hello. Stickung da. Das ist er. Und er kostet nur 29 €. Katja nimmt viel mit aus Beas Stilberatung. Die Bea hat mir noch mal andere Kombinationen gezeigt, wo ich auch mit den Dingen, die ich schon habe, schön kombinieren kann. Von Frustkäufen abzusehen und ja, dann auch wirklich zu bedenken, hole ich mir jetzt 2 Blazer, hole ich mir jetzt wirklich das, was ich auch brauche. Ich meine, ich habe einen Blazer gebraucht für die Arbeit und ich glaube, ich habe da jetzt wirklich das Beste draus gemacht und freue mich, ihn jetzt anziehen zu dürfen. Ich freue mich immer total, wenn ich sehe, dass der Kunde, die Kundin sich freut. Ja, ich bin total happy auch mit der Bea und ihrer schönen Beratung. Ja, das machen wir wieder. Auf jeden Fall. Beatrice hofft, noch viel mehr Fashion-Fans davon zu überzeugen, dass beides gleichzeitig geht. Spaß an Mode zu haben und bewusster zu konsumieren. Ich finde, also der Konsument selbst sollte ja auch Verantwortung übernehmen. Das ist super wichtig. Aber auch die Politik und auch die Unternehmen. Also gerade die großen Fashion-Brands, wenn jeder Einzelne einfach so kleine Schritte geht, also es muss nicht sofort alles umgestellt werden, aber einfach kleine Schritte helfen auch schon. So Step by Step einfach mehr in die Nachhaltigkeit zu gehen. Das wäre schon ja, eine gute Sache.